Narzissten rauben dir nicht nur Energie, sie rauben dir dich selbst. In diesem Video erfährst du, wie Narzissten und Psychopathen uns mit Selbstzweifeln infizieren, wie sie dein wertvolles Selbst stehlen und durch ein schlechtes Selbst ersetzen wollen. Ich habe das selbst erlebt und aufgearbeitet und zeige dir den Weg, wie du dich von diesen toxischen Selbstzweifeln befreist und dich selbst wiederfindest. Wir lösen das gemeinsam. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Kriminalkommissarin und kenne mich mit Narzissten und Psychopathen aus. Nicht nur die kriminelle Seite. In Familie und Beziehungen hatte ich es mit verdeckten, passiven und sogar psychopathischen Narzissten zu tun. Seit 2010 befasse ich mich intensiv mit dem Thema und stehe dir gern zur Seite. Die Gefühle und Gedanken nach einer narzisstischen Beziehung sind oft kaum auszuhalten. Den Überlebenden beschleicht oft eine tiefe Angst, zu schwach, zu empfindlich, psychisch krank, gestört, kein richtiger Mann, keine liebenswerte Frau, zu alt, nicht schön genug, nicht gut genug, schlecht oder wertlos zu sein. Nach einer narzisstischen Beziehung hinterfragen wir uns ständig, haben mit Schuldgefühlen zu kämpfen und glauben nicht mehr an uns selbst. Das sind die Folgen einer wirklich spezifischen Form von psychischer Gewalt, die Narzissten und Psychopathen ausüben. Das läuft folgendermaßen ab. Erstens, ein Persönlichkeitsgestörter provoziert seinen Partner. Zweitens, der Partner setzt sich zunächst in Ruhe mit dem Thema auseinander und glaubt, das Problem sei gelöst. Die Schritte 1 und 2 wiederholen sich oft. Schließlich wird der Partner wütend, weil er die Provokationen leid ist. Das ist eine völlig adäquate Reaktion auf eine unangemessene Behandlung. Der Persönlichkeitsgestörte nimmt die Opferreaktion aber zum Anlass, in die Opferrolle zu gehen, obwohl er der Täter ist. Klassische Täter-Opfer-Umkehr. Beispielsweise kommen dann Vorwürfe wie: Du bist so empfindlich, ungeduldig, gemein, bösartig, verbittert, eifersüchtig, egoistisch. Du willst mich absichtlich verletzen. Der Partner des Narzissten oder Psychopathen denkt dann: Oh nein, bin ich wirklich empfindlich, ungeduldig, gemein, strafend, zu hart, rachsüchtig? Habe ich etwa übertrieben? Überreagiere ich? War das gar nicht so schlimm? Und ehe wir uns versehen, entschuldigen wir uns bei dem Narzissten oder dem Psychopathen für eine unbedeutende, einmalige Reaktion, obwohl er oder sie uns in Schritt 1 und 2 wiederholt verletzt hat, ohne sich dafür zu entschuldigen. Wenn ich sage Partner oder Narzisst, Psychopath, dann meine ich alle Gender. Narzissmus und Psychopathie ist mittlerweile auf alle Geschlechter gleichmäßig verteilt. Durch ständige Abwertungen und Provokationen muss der Partner des Narzissten, des Psychopathen, viel zu oft Geduld haben, Schmerz und Leid hinnehmen und ist dadurch fortwährendem Missbrauch ausgesetzt. Reagiert der Partner und wehrt sich, liefert das dem Narzissten negative Zufuhr und er wird, während ihm psychische Labilität, böse Absichten und sogar Missbrauch vorgeworfen wird, noch größerem Missbrauch ausgesetzt. Das Problem ist hier allerdings nicht die Reaktion des Partners. Es war der wiederholte Missbrauch, der zu dieser Reaktion führte, die wie gesagt adäquat und normal ist. Wut ist eine gesunde Reaktion, die anzeigt, dass deine Grenzen verletzt werden und das Verhalten unangemessen ist. Der Narzisst und/oder Psychopath provoziert seinen Partner ganz bewusst, um ihn dann dafür zu degradieren. Ein Narzisst und/oder Psychopath übernimmt für solches Verhalten keine Verantwortung. Stattdessen treibt er seinen Partner weiter zur Verzweiflung, bis er reagiert, damit der Narzisst beweisen kann, dass der Partner ein schlechter Mensch ist. Denn einer muss der Bösi sein. Vor dem Hintergrund dieser falschen Gleichung, mein Missbrauch gleich deine Reaktion, behalten Narzissten und Psychopathen die Kontrolle und der Missbrauch kann ungehindert weitergehen.
Wer denkt, er bilde eine Ausnahme, indem er nie auf das Verhalten des Narzissten reagiert und immer und jederzeit ruhig bleibt, unterliegt einem Irrtum. Emotional nicht zu reagieren funktioniert nicht auf Dauer. Die Krerock-Methode ist nur eine kurzfristige Lösung. Niemand kann die Krerock-Methode anwenden und mit dem Narzissten zusammenbleiben. Denn selbst wenn wir nicht reagieren, erfindet der Narzisst dreiste Lügen und beschuldigt uns für Dinge, die er selbst zu verschulden hat oder die völlig aus der Luft gegriffen sind, um uns zu provozieren. Da es gegen unsere inneren Werte geht, müssen wir reagieren und uns verteidigen. Narzissten reflektieren nicht, doch wir reflektieren unsere Beziehung und denken vielleicht, oh, wenn ich nicht so aufgebracht reagiert hätte, wäre alles gut. Dieser Fehlschluss fügt uns einen unglaublichen inneren Schaden zu, der wahrscheinlich dazu führt, dass uns weitere Energie entzogen wird und wir uns selbst dafür verantwortlich machen. Denn wir haben die toxische Kritik und die Beschuldigungen des Narzissten verinnerlicht. Der innere Kritiker wird darauf immer schlimmer. Er ist nie zufrieden, ähnlich einem schwarzen Loch, das es zu füllen gilt. Der innere Kritiker hat nicht nur die Abwertungen des Narzissten abgespeichert, die in Dauerschleife abgespult werden. Der Narzisst hat den inneren Kritiker gekapert und ersetzt. Nun sorgt der Narzisst dafür, dass dich negative Gedanken angreifen und ätzende Gefühle dein Selbstwertgefühl zersetzen. Auf diese Weise setzt sich die psychische Gewalt fort. Narzissten und Psychopathen wollen, dass du dich gegen dich selbst richtest. Sie geben uns die Schuld, dass wir ihre Leere nicht füllen und sucht deshalb stets im Außen nach mehr. Dich schlecht fühlen zu lassen, gibt ihnen ein Gefühl der Macht und Kontrolle und Narzissten ziehen daraus narzisstische Zufuhr. Selbst wenn wir alles richtig machen, genügt es nie. Denn was wir auch tun, der Persönlichkeitsgestörte verspürt weiter seine innere Unruhe und diese drohende Leere. Er gibt die Schuld für sein inneres Unbehagen fortwährend externen Faktoren, weil die Störung genau so funktioniert. Auch wenn nach einer narzisstischen Beziehung Selbstzweifel normal sind sie nicht wahr. Der Missbraucher setzt Abwertungen und Gaslighting mit einer solchen Überzeugungskraft ein, dass es sich tatsächlich zu unserer inneren Stimme entwickeln kann. Diese verhindert im Wesentlichen den Heilungsfortschritt, weil wir im Nachhinein unsere eigenen Gefühle und Instinkte anzweifeln. Man erlebt quälende Zweifel, ob man die Situation richtig eingeschätzt hat. Man achtet nur noch darauf, sich richtig zu verhalten und hat den Bezug zu sich selbst verloren. Wir pendeln hin und her zwischen meine Schuld und seine oder ihre Schuld. Und selbst wenn wir uns für seine Schuld entscheiden, stellt die unnachgiebige Stimme des Narzissten in unserem Inneren das fortwährend in Frage. Innere Achtsamkeit kann helfen, sich dieser selbstzweifelnden inneren Stimme bewusst zu werden und schließlich festzustellen, dass es nicht die eigene Stimme ist, sondern eine feindliche Malware, die platziert wurde, um uns zu kontrollieren und weiter zu destabilisieren. Es ist die Stimme eines Missbrauchers. Es sind die abwertenden Kommentare des Narzissten über uns, die erstunken und erlogen sind. Wir stehen vor einem Spiegel im Spiegelkabinett auf dem Rümmel des Narzissten, der uns völlig verzerrt. So wie wir nicht im Ernst glauben, dass wir in Wirklichkeit so aussehen, nimmst du ab heute nicht mehr ernst, wie der Selbstzweifel, der innere Kritiker, der Narzisst behauptet, wie du aussiehst und wie du bist. Du siehst dich ab heute nicht mehr durch seine oder ihre Augen. Mit genügend Reflexion und Selbsthilfe lässt sich diese Stimme erkennen und du kannst bewusst entscheiden, ihr keinen Glauben mehr zu schenken. Mich hat ein Betroffener gefragt, woran ich diese falsche Stimme erkennen kann. Das ist ganz einfach. Du kannst absolut sicher davon ausgehen, dass alles, was dich schlecht fühlen lässt über dich selbst, nicht von dir kommt. Du bist völlig okay. Mehr noch, du bist richtig, ganz genauso, wie du bist.
Es hilft sehr, einmal aufzuschreiben, was deine Eigenschaften sind. Was sind deine Werte? Wofür stehst du? Du kannst auch einen lieben Freund, eine Freundin bitten, dir einmal zu sagen, wie er oder sie dich sieht. So erfährst du, was man an dir schätzt. Gehe weg vom falschen Spiegel des Narzissten oder der Narzisstin. Dort weiter hineinzuschauen, macht dich nur verrückt. Wenn du darauf schaust, was du dir wünschst, was du brauchst und wie du wirklich bist, stellst du das Vertrauen zwischen deiner Psyche und deinen eigenen Gefühlen und Gedanken wieder her. Du bist nicht zu viel, du bist nicht bedürftig, du hattest ganz normale Beziehungsbedürfnisse, die ein Narzisst oder Psychopath nicht erfüllen kann und auch nicht bereit ist zu erfüllen. Es gibt noch einen weiteren Grund für deinen Schmerz. Eine der schlimmsten Formen des Leidens ist das Handeln gegen die eigenen Werte, das infolge des Missbrauchs, der Manipulation, der Konditionierung darauf, den Erwartungen des Narzissten zu entsprechen und infolge des Verletzens unserer Grenzen passiert. Das kann eine Selbstabneigung herbeiführen, die nicht leicht zu heilen ist. Daraus ergeben sich oft Schamgefühle und der Verlust des Vertrauens in die eigene Person. Normalerweise reagieren Menschen darauf mit einer Beurteilung und Beschuldigung des Selbst. Verurteile dich nicht, du hast gegen deine eigenen Werte gehandelt, weil du in einer unmöglichen Situation warst. In unmöglichen Situationen verhalten wir uns uncharakteristisch, außerhalb unseres Charakters, out of character. Und das sagt doch schon alles. Das ist ganz normal. Narzissten und Psychopathen geben uns das Gefühl, dass wir unfehlbar sein müssten, um liebenswert zu sein, um überhaupt etwas wert zu sein. Warum tun sie das? Der Narzisst projiziert seine Scham nach außen und richtet Beurteilung und Beschuldigung auf uns. Seine Scham entstammt dem Kerngefühl des schlechten Selbst, in der Psychologie auch The Bad Object genannt, das schlechte Objekt, das jeder Narzisst tief in sich trägt und das ständig Spannungen erzeugt. Und es kostet dem Narzissten eine unheimliche Kraft, das positive Selbstbild, das falsche Selbst, aufrechtzuerhalten. Er muss ständig beweisen, dass er gut ist und die anderen schlecht, dass er besser ist als alle anderen. Und wir sollen dafür herhalten, als Blitzableiter. Er will sich immer wieder bei uns entladen. Das Trauma dieser narzisstischen Gewalt löst dann weitere toxische Scham in uns aus. Wir fühlen uns immer schuldiger, immer fehlerhafter, immer wertloser. Psychopathen tun das, um die Kontrolle zu behalten. Sie haben keinerlei Schamgefühl. Sie wollen oben sein und drücken dich nach unten. Sie wollen dich beherrschen. Auch Narzissten üben natürlich damit Kontrolle aus. Wie kannst du nach der Beziehung mit den Auswirkungen umgehen? Die Lösung ist Selbstvergebung. Selbstvergebung beseitigt die Scham, denn wenn alles vergeben ist, gibt es nichts mehr, wofür wir uns schämen müssten. Dem Narzissten musst du nicht vergeben, um zu heilen. Du darfst dir vergeben. Bei jeder Form des Missbrauchs würde ich Vergebung nicht empfehlen, denn das kann dir schaden. Vergebung wird häufig verlangt, um ihm oder ihr nochmal eine Chance zu geben. Doch das ist manipulativ und räuberisch und wird oft als emotionale Erpressung eingesetzt. Dieser gestörten und völlig verzerrten Wahrnehmung kann man keinen Glauben schenken. Du glaubst nicht mehr an diesen Partner, du glaubst wieder an dich selbst. Selbstvergebung ist die mächtige Kraft, die mit leichter Energie die Falle des Narzissten öffnet und uns eine neue Ganzheit schenkt. Dabei geht es nicht um einen einmaligen Durchbruch, sondern um den Weg, den wir gehen, bis daraus ein beständiger Seinszustand entwickelt ist. Du bist nicht schuld an psychischer oder körperlicher Gewalt. Schuld ist der Täter. Ein Missbraucher ist ein Missbraucher.
Du kannst nichts dafür. Wenn wir uns selbst Vergebung schenken, schenken wir uns Gnade und somit den Kern bedingungsloser Liebe. Du verdienst Liebe, einfach weil es dich gibt. Meinst du nicht, dass du das verdienst? Wir gewöhnen uns derart an das Leben im Kampf- oder Fluchtmodus, dass sich die sanften Gefühle noch nicht gleich zeigen und du dich eben noch nicht wieder gut fühlst. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es diese Gefühle immer noch gibt und dass Selbstvergebung der Schlüssel ist, ihnen die Tür zu öffnen. Und wie du dich von den traumatischen Erfahrungen restlos befreien kannst, erfährst du in meinem Video Einmal durch die Hölle und zurück. So befreist du dich vom Narzissmus-Trauma. Dieses wichtige Video wird im Abspann eingeblendet. Ich hoffe, dass es dich weiterbringt. Und ich würde mich freuen, von dir zu erfahren, was deine Erfahrungen sind, was dir geholfen hat und wo du in deinem Heilungsweg stehst. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Bitte teile das Video mit jemandem, dem es in seiner Lage helfen kann. Und auch mit Freunden, damit sie dich besser verstehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.